Angefangen hat alles im März 2019. Da kam mir ein Plan, den ich schon eine Weile hatte in den Kopf und den ich gerne verwirklichen wollte. Und zwar Musik aufzunehmen für den Klangraum. Das sind gute Freunde von mir in Mainz-Gonsenheim. Da haben sie ein Studio und da steht ein schöner Flügel drin. Und auf dem wollte ich Filmmusik machen. Dann habe ich mich 2 Tage und eine Nacht dort eingesperrt, war ganz alleine und hatte absolute Ruhe. Hatte nur ein paar Skizzen dabei, ein paar Rasseln und Schellen, mit denen ich experimentieren wollte. Und habe einfach angefangen aufzunehmen. Und ich habe viel experimentiert mit Shakern, Zimbeln und allen möglichen Gegenständen auf den Saiten und habe dann Sachen weitere dazu gespielt und ein Stück hat das nächste dann wieder ergeben. Und mir war ziemlich schnell klar, dass das ein Album sein wird. Und tatsächlich auch bei den Aufnahmen ist mir dann eingefallen, ja, das muss Pianoskop heißen, weil ich eine Vorliebe habe dafür, das Klavier leise zu spielen oder zu dämpfen und dafür ganz nah aufzunehmen, wie unter Mikroskop. Und das war echt schön zu merken, wie sich alles zusammengefügt hat. Ich habe also viele Spuren übereinander geschichtet. Mit einer Hand habe ich einen Basslauf gespielt und die Saiten gedämpft. Dann vielleicht ein paar gedämpfte Akkorde und dann Percussion und in dem Flügel getrommelt, das Pedal benutzt. Und einfach die Sounds ausgewählt, die mir richtig gut gefallen haben und das alles zusammengebaut. Obwohl ich schon viele Alben aufgenommen habe mit vielen tollen Künstlern, ist es mein erstes Solo-Klavieralbum. Und in das ist eingeflossen alles, was ich in den letzten Jahren erlebt habe. Also angefangen davon, dass ich aufgewachsen bin in Bayreuth, in der Richard-Wagner-Stadt, aber direkt die schöne Jazz-Plattensammlung meines Vaters an der Seite hatte. Dann in Teenagerzeiten schon mit einer alten Bandmaschine aufgenommen habe. Dann nach Mainz gegangen bin zum Studieren, Jazz, Klavier und seit dem Studium unterwegs bin mit verschiedensten Bands im Bereich Jazz, Funk und Soul, Elektronik und alle möglichen Mischungen. Und das findet sich, ohne dass ich es geplant habe, auch alles wieder in den Aufnahmen. Ich habe mich die ganze Zeit sehr darüber gefreut, wie unterschiedlich der Flügel klingt und was da alles dabei rausgekommen ist. So dass es letztendlich 19 Aufnahmen aus dieser Session geworden sind. Und eine Aufnahme hatte ich noch von früher auf demselben Flügel, die ist tatsächlich schon 10 Jahre alt, mit einem Föhn und Bandecho und ein bisschen Elektronik zusammen. Kann nur sagen, ich habe sie so gemacht, dass sie mir sehr gut gefällt und meinem Geschmack einfach zu 100% entspricht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie was ist für Leute, die gerne Klavier hören und aber auch mal gespannt sind, was passiert, wenn am Klavier ein bisschen experimentiert wird. Musik mit viel Platz, Musik zum Träumen. Und außerdem ist es Filmmusik, wie ursprünglich der Plan war.